Heute melde ich mich mal mit einem etwas spezielleren Thema, wobei das dachte ich bei den AirTags ja offen gesagt auch und dann hat es euch ja so wahnsinnig interessiert. Ganz herzlichen Dank für die vielen Views, für die vielen Likes, für die vielen Kommentare. Echt Wahnsinn, wie sehr euch das Thema interessiert hat und ich nehme das natürlich auf und schaue dann auch, ob wir vielleicht nochmal über die AirTags nochmal intensiver sprechen müssen an anderer Stelle. Heute soll es um ein Thema gehen, das betrifft den Mac, das betrifft das iPad und es geht um Profi-Software von Apple. Apple hat ja zwei Softwarelösungen, die sie da im Angebot haben. Das eine ist Logic Pro, das ja für Musikerstellung, Komponieren, wie kann man sagen, auf jeden Fall, das eine Musiksoftware ist. Und auf der anderen Seite haben wir Final Cut Pro, eine Videobearbeitung. Und dieses Video, was ihr hier seht, wird auch damit bearbeitet sein, denn Final Cut ist die Videobearbeitung meiner Wahl seit eigentlich Anbeginn der Tage. Ja, und jetzt gibt es ein Update. Vor allem Final Cut bekommt eine ganz neue Versionsnummer, Version 11. Dieses Update ist am 13. November verfügbar und ich durfte vorab schon mal ein wenig gucken, welche Funktionen denn da tatsächlich enthalten sind. Es steht, und das ist jetzt keine große Überraschung in diesem Jahr 2024, das Thema künstliche Intelligenz ganz oben auf der Tagesordnung und das macht sich vor allem an zwei neuen Funktionen fest. Das eine ist die sogenannte magnetische Maske. Mit der magnetischen Maske kann man in Final Cut Pro künftig Objekte, die sich bewegen, maskieren. Das Ganze läuft eben per Machine Learning und wenn jetzt zum Beispiel ein Rennwagen durchs Bild saust, dann wird, wenn man das möchte, dieser Rennwagen maskiert und man kann dann zum Beispiel sagen, dass man speziell an diesem maskierten Objekt die Farbe etwas verändern möchte, es heller machen möchte, wenn es zu dunkel geraten ist auf der Aufnahme. Ja, da sind viele Sachen möglich. Einige nutzen das oder es gab auch schon Plugins in der Vergangenheit, mit denen man dann eben magnetisch maskieren konnte. Das war aber sehr teuer und sehr aufwendig. Jetzt ist es halt integriert in diese Software von Apple und man kann zum Beispiel dann auch Überschriften so hinter Vordergrundobjekte packen, sodass das so einen ganz interessanten räumlichen Effekt gibt. Also es ist ein sehr interessantes, ich möchte fast sagen Spielzeug, aber eine sehr interessante Funktion, mit der man spielerisch viele kreative Sachen machen kann. Und die gibt es jetzt dann on board in Final Cut Pro. Eine weitere Funktion, die sehr nützlich ist, sofern sie denn alle Erwartungen erfüllt, das müssen wir mal abwarten, wenn wir jetzt die fertige Version sehen, ist Transcribe to Captions, also das Transkribieren in Unterschriften, Bildunterschriften. Ist natürlich ein ganz großes Thema in Zeiten, wo Social Media immer wichtiger wird. Ihr kennt das ja alle, diese Shorts, die dann abgespielt werden, vertikal. Und ganz viele von euch, ich gehöre auch dazu, haben ja keinen Ton eingeschaltet, sondern sind angewiesen eben auf die Untertitel, weil man das dann einfach so mal irgendwo zwischendurch konsumieren möchte, ohne gleich die AirPods in die Ohren zu machen oder sonstige Kopfhörer oder es gar laut zu hören. Und das war bislang ein ziemlicher Krampf, sowas dann als Editor oder als Creator zu machen, denn man musste diese Transkription des Gesprochenen entweder per Hand machen oder aber man nahm die Audiospur und hat sie dann mit einem KI-Tool dann außerhalb von Final Cut Pro bearbeitet. Dafür musste man erstmal die Audiospur exportieren. Ja, und dann musste man diese Zeitmarken, da konnte man zum Beispiel Mac Whisper nehmen oder Whisper Transcription, konnte man Zeitmarken erzeugen, Untertitel-Files und konnte die in Final Cut Pro dann importieren. Und dann hatte man auch diese Untertitel. Aber wie gesagt, alles sehr umständlich. Ja, und jetzt ist das dank KI-Integration in Final Cut Pro 11 dann eben möglich, das in der Software selber zu machen. Apples Neural Engine kommt da zum Einsatz. Das Ganze soll relativ schnell sein, anscheinend auch für die deutsche Sprache geeignet. Ich konnte jetzt die Software noch nicht selbst ausprobieren, bin da sehr gespannt. Für mich ist aber vor allem der Aspekt wichtig, kann ich das künftig auch in das Bild einbrennen, diese Bildunterschriften. Denn bislang konnte ich die dann exportieren und zum Beispiel bei YouTube dann bereitstellen als optionale Bildunterschriften. Aber in ganz vielen Fällen möchte man die ja auch dann sozusagen hardcoden, also ins Bild einbrennen, sodass sie dann eben in dem Video immer zu sehen sind. Und das ist noch eine spannende Frage, die ich jetzt für mich noch nicht herausfinden konnte. Das schauen wir uns dann in der fertigen Software an. Ja, und der dritte Punkt, das hatte Apple schon im Juni angekündigt, betrifft räumliche Videos für die Vision Pro. Jetzt ist es möglich, räumliche Videos dann eben auch zu bearbeiten mit Final Cut Pro und dann entsprechend auszuspielen.
Das ist eine Funktion, die, glaube ich, vor allem für Apple wichtig ist und von der aber Vision Pro-Nutzer natürlich in der Folge profitieren werden, weil es bislang eben auch sehr mühsam war, das Ganze eben dann die Inhalte bereitzustellen eben für die Vision Pro. Also womöglich werden wir dann mehr räumliche Videos sehen und mehr Produktionen, die auch dann in diese Richtung gehen. Was leider fehlt, ist weiterhin eine Möglichkeit, den Ton zu verbessern, direkt in Final Cut Pro. Es gibt zwar Tools, womit man zum Beispiel die Sprache isolieren kann, aber das sind doch sehr spezielle Tools. Mir geht es da speziell um das Leveling. Mir geht es darum, dass man Tonhöhen oder Lautstärken angleicht, damit es nicht so ein Gefälle gibt. Das kann man bislang ganz gut machen mit Auphonic. Das ist ein externer Dienstleister, kostet allerdings Geld und auch da muss man dann halt die Audiospur erstmal extrahieren und dann eben durch das Tool laufen lassen und die fertige Spur, die bearbeitete Spur wieder reinholen in die Timeline und dann eben alle anderen alten Spuren leise stellen. Wie schön wäre es, wenn zumindest ein Workflow da wäre, dass man eben dieses Exportieren und Importieren automatisieren kann. Im Idealfall natürlich, dass Apple irgendwann, so wie sie es ja jetzt auch mit der Funktion ja in einem früheren Update gemacht haben, dass man automatisch Licht und Farben korrigieren kann, eben das auch per Knopfdruck direkt in der App machen kann. Aber es muss ja auch noch Luft nach oben geben für die Zukunft. Ansonsten sehen wir in Final Cut Pro 11 Workflow-Verbesserungen. Das muss man sich alles im Detail dann mal anschauen, wenn jetzt die fertige Version bereitsteht. Final Cut Pro 11, das ist eine gute Nachricht, gibt es als kostenloses Update für alle, die diese 350 € schon mal ausgegeben haben. Das ist sehr erfreulich. Wer die Software noch nicht besitzt, kann sie 90 Tage auch mal ausprobieren, bevor man sie zum Beispiel über den Mac App Store erwirbt. Zusammen mit Final Cut Pro gibt es einen ganzen Reigen weiterer Updates. Das betrifft zum Beispiel Final Cut Camera. Die App wurde ja für das iPhone vorgestellt im Frühjahr. Und wir sehen jetzt in der neuen Version unter anderem die Unterstützung des 4K mit 120 Frames per Second Aufnahmemodus, den es ja mit dem iPhone 16 Pro und 16 Pro Max gibt. Profis werden sich auch freuen, dass, wenn sie Color Grading machen, dass die sogenannten LUT-Files oder LUT-Files, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, dass man da jetzt eine entsprechende Vorschau auch machen kann bei der Aufnahme. Also Final Cut Camera ist vor allem jetzt dann eben speziell auf Profi-Bedürfnisse hin nochmal verbessert worden. Ja, und Final Cut Pro für das iPad ist jetzt auch nochmal verbessert worden. In der Version 2.1 sehen wir jetzt vor allem auch die KI-Funktion, dass man eben per Knopfdruck mit einer Art Zauberstab Licht und Farben verbessern und korrigieren kann. Ansonsten viele Kleinigkeiten so bei den Workflows. Ich denke mal, das sind so die ersten Feedbacks, die Apple eingearbeitet hat. Es gibt zum Beispiel mehr Malpinsel, wenn man jetzt ins Bild malen möchte. Oder eben aber auch weitere Effekte, Übergänge und. Ja, all das ist ja als Abo-Modell verfügbar. Es kostet entweder, glaube ich, 5 € pro Monat oder aber eben rund 50 € pro Jahr. Also ist jetzt nicht eine Einmalkauf-Software, so wie das auf dem Mac ist. Der Update-Reigen umfasst auch Logic Pro, sowohl für das iPad als auch den Mac. Für den Mac erscheint Version 11.1. Für das iPad Version 2.1. Es gilt das gleiche wie bei Final Cut Pro. Einmalkauf auf dem Mac, Abo-Funktion oder Abo-Kauf, Miete auf dem iPad. Ja, die Verbesserungen sind sehr speziell und betreffen jetzt vor allem dann eben Nutzer, die jetzt viel mit Musik arbeiten. Interessant ist allerdings, und deshalb erzähle ich euch das, dass aus Berlin eine Funktion integriert wurde, die einst mal ein Hardware-Gerät war, was ein Pionier sozusagen aus Berlin damals dann da gebaut hat. Der ist dann vor ein paar Jahren verstorben und dieses Gerät, was dann eben der sogenannte Quantec Room Simulator, der eben bei ganz vielen Musikern beliebt ist dafür, dass er so einen sehr echten Raumklang eben nachstellen kann, den hat Apple jetzt nachgebaut als kostenloses Plugin in der Software. Und anhand von Skizzen, die sie da vorgefunden haben und die sie aus dem Nachlass erworben haben, sehr interessantes Projekt, was sie da gemacht haben, aber auf der anderen Seite eben auch sehr speziell und richtet sich halt an diejenigen, die eben solche Funktionen brauchen. Ja, ihr seht, ganz interessant, was Apple da gemacht hat. Es ist nicht der ganz große Wurf, auch wenn jetzt dann die Versionsnummer von der 10er-Reihe, die ja jahrelang bei Final Cut Pro war, jetzt auf die 11 gegangen ist. Aber ich denke mal, das Stichwort KI hat dazu geführt, dass Apple jetzt gesagt hat, es ist an der Zeit. Zum anderen ist es ja 25 Jahre her, dass Final Cut
existiert, dass Apple diese Videobearbeitungssoftware macht, mit Höhen und Tiefen. Es gab ja ganz unterschiedliche Stadien. Man musste sich zwischenzeitlich ja auch schon mal Sorgen drum machen. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen drum machen und das ist die gute Nachricht. Das freut mich persönlich als Nutzer natürlich sehr. Ja, und deshalb dachte ich, erzähle ich euch mal, was es für Neuigkeiten gibt rund um Final Cut Pro. Schreibt mir gerne, was ihr zu dem Thema denkt, über diese neuen Ergänzungen, was vielleicht auf eurem Wunschzettel auch steht, falls ihr diese Apps verwendet. Wie bei mir halt mit der Tonkorrektur. Ja, und ansonsten lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ein Abo, wenn ihr kein Video auf diesem Kanal verpassen wollt. Für heute sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.